Erde war einst das Zentrum der Welt und Jerusalem ihr Mittelpunkt. Sie war flach, die Sterne an der Himmelskuppel befestigt. So sah es Ptolemäus, und die Scholastik eines Thomas Aquins zielte nicht darauf ab, neue Tatsachen zu entdecken. So sah es auch der Vatikan in Rom, der Hüter der himmlischen Ordnung, über Jahrhunderte. Diese Ordnung war göttlich und sie sollte auf alle Zeiten nicht durch Menschengeist gestört werden. In der Renaissance machten sich jedoch Menschen auf den Weg, die Welt zu erkunden. Kolumbus wollte Indien im Westen suchen und Magellan umrundete als erster die Erde. Kopernikus stieß die Erde aus ihrem Zentrum und setzte dort die Sonne hin. Galilei sollte Kopernikus widerlegen, jedoch entdeckte er die Monde des Jupiters, also musste Kopernikus Recht haben und die Heilige Schrift Unrecht. Diese Schmach verzieht der Vatikan noch 350 Jahre später nicht. Papst Pius X. wetterte zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegen den Modernismus in der Welt und legte in seiner Enzyklika detailliert fest, wie dieser zu bekämpfen sei. Die Wissenschaft habe der Religion zu dienen und alles, was dem zuwiderläuft, ist zu verhindern. Dass das im 20. Jahrhundert nicht mehr realisierbar war, wurde spätestens auf dem Zweiten Konzil 1962 festgestellt. Wenn man die Entwicklung schon nicht mehr aufhalten konnte, sollte sie doch wenigstens beeinflusst werden können. Vielleicht gab es einen Weg, die Wissenschaft noch zu zähmen, doch so einfach war das nicht. Wenn man die Entwicklung der Physik am Beginn des 20. Jahrhunderts betrachtet, so sieht man zwei Entwicklungsstränge. Einerseits das auf der Lorentzschen Äthertheorie basierende elektromagnetische Weltbild und zum anderen die nicht-deterministische Quantenmechanik. Das elektromagnetische Weltbild wurde durch Max Planck mit der Lichtquantenhypothese und mit der Theorie der Brownschen Bewegung und der Relativitätstheorie von Albert Einstein stark erschüttert, was aus heutiger Sicht ziemlich unverständlich ist. Die Einführung eines Beobachters mit seiner individuellen Sichtweise auf die Physik verstand man damals als eine neue Physik. Man bezeichnete sie als moderne Physik und man grenzte sich gegen die klassische Physik ab. 1911 konnten sich auf der ersten Solvay-Tagung in Brüssel unter Leitung von Hendrik Lorentz beide Entwicklungsstränge konsolidieren. Während das elektromagnetische Weltbild in der Folge verworfen wurde, reiften seine Früchte in den Ingenieurdisziplinen und brachten der Menschheit den Elektromotor, die Nachrichten und die Computertechnik. Die Physik wandte sich unter dem Einfluss von Lemaitre einem Weltbild zu, das auf eine Versöhnung der Wissenschaft mit der Religion abzielte. 1925 entdeckte Edwin Hubble die Rotverschiebung der Spektrallinien von kosmischen Nebeln, die er als außerhalb der Milchstraße identifizierte. Der belgische Priester Georges Lemaitre, dessen Anliegen war, die Wissenschaft mit dem Glauben auszusöhnen, deutete die Rotverschiebung als Ausdehnung des Kosmos und er verband diese Idee mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Nun brauchte er noch eine Idee, wie man einen verborgenen Gott in der Physik installieren könnte. Dazu schien ihm die nicht-deterministische Quantentheorie das geeignete Instrument, deren Grundlage auf der 5. Solvay-Konferenz 1927 vorgestellt wurde. 1936 war es dann soweit. Die Päpstliche Akademie der Wissenschaft wurde durch Pius XI. Eingerichtet, der selbst an Astronomie interessiert war, um entsprechenden Einfluss auf weitere Entwicklungen der Wissenschaft nehmen zu können. Und Georges Lemaitre wurde wegen seiner Verdienste zum Mitglied ernannt und seine Ideen wurden 1951 von Pius XII. Zum wissenschaftlichen Beweis der Schöpfung erhoben. Aber erst unter Papst Johannes dem 23. erhielt Lemaitre 1960 als Präsident der Akademie weitgehenden Einfluss auf die Wissenschaft. Ausdruck dessen war die Berufung von führenden Quantenmechanikern zu Mitgliedern der Päpstlichen Akademie der Wissenschaft. Heute glaubt der Mainstream der Physiker, dass Lemaitres Grundgedanke, dass das Universum einen Anfang hätte, richtig sei.
und dass sich seitdem der Weltraum ausdehne. Dabei verwechseln sie Raum, Oberfläche und Volumen. Der leere Raum ist ein ideelles Konstrukt des Beobachters, das mit dem materiellen Volumen in Relation gesetzt wird. Und die Relativisten leben in einer ideellen Überfläche, die durch eine materielle Kraft gekrümmt wird. Aber Oberflächen sind Grenzen zweier materieller Phasen. Sie geben einen Radius der Welt größer 45 Milliarden Lichtjahre an und ein Alter von 13,8 Milliarden Jahren, das sie aus der spektralen Rotverschiebung ableiten, die Lemaitre vorschnell als Doppler-Effekt gedeutet hat. Und sie geben vor, sie könnten so in die Vergangenheit sehen, in eine Vergangenheit, die mit keiner Uhr synchronisiert werden kann. Nur einen zeitunabhängigen Prozess kann man rückwärts betrachten. Akzeptiert man jedoch einen Entwicklungsprozess im Kosmos, dessen Gegenwart von den Veränderungen in der Vergangenheit abhängt, kann man nicht mehr mit einem zeitunabhängigen Kosmos rechnen. Das Urknallmodell durchläuft klar gegliederte zeitliche Entwicklungsstufen. Das aber widerspricht einer möglichen Zeitumkehr. Nach heutiger Vorstellung der Astrophysiker durchlief das Universum am Anfang eine Phase eines extrem heißen Plasmas von Quarks und Gluonen. Die Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung im Jahre 1965 nehmen sie als ersten Beweis für die Vorstellung des Urknalls. Allerdings nicht für einen kalten, wie Lemaitre ihn sich vorgestellt hatte, sondern für einen heißen. Nach dem Planck'schen Strahlungsgesetz ist es aber nur die augenblickliche 2,7 Kelvin Temperaturstrahlung. Der Hauptwiderspruch des Urknallmodells ist die Vorstellung von der Zentralsymmetrie des Kosmos und die Tatsache, dass wir eine Netzstruktur immer deutlicher erkennen. Es wird die Relativitätstheorie herangezogen, obwohl die Prozesse mittels einer absoluten Uhr bestimmt werden. Dabei versucht man in die Vergangenheit zu sehen, obwohl die Thermodynamik die zeitliche Symmetrie bricht. Es wird eine konstante Lichtgeschwindigkeit behauptet, obwohl die Optik uns lehrt, dass sie eine Materialkonstante ist. Die Folge ist die Fehlinterpretation der Rotverschiebung auf den größten Skalen des Kosmos. Schauen wir uns die Widersprüche etwas genauer an. Wie kann eine Explosion als ein Schöpfungsakt angesehen werden, wo doch Gott mindestens 2 Tage für die Schaffung des Weltalls gebraucht hat? Woher soll die Strahlung kommen, wenn noch gar keine Atome vorhanden sind? Es werde Licht, sprach Gott, und es ward Licht. Doch welcher Elektriker hat vorher die Leitung zur Stromquelle gelegt? Und wer hat den Schalter betätigt? Wie ist die Zentralsymmetrie einer Explosion mit den axialen Rotationssymmetrien vereinbar, die überall im Kosmos beobachtet werden? Während für eine Explosion nur eine nach außen gerichtete Kraft benötigt wird, braucht man für eine Rotation schon 2 aufeinander senkrecht stehende Kräfte, wie jeder Autofahrer weiß. Schöpfung ist ein mühseliger und zeitintensiver Konstruktionsprozess. Die Explosion zerstört dagegen schnell. Können oder wollen die Physiker diese Widersprüche nicht erkennen? Einer der prominentesten Urknallkritiker war Helton Erb. Er war Schüler von Edwin Hubble und hat über Jahrzehnte Belege gegen den Urknall gesammelt. Die Rotverschiebung hat 2 verschiedene Ursachen. Die erste beruht auf dem Doppler-Effekt. Da sich die Lichtquelle als Ganzes verschiebt, hat der Doppler-Effekt keinen Einfluss auf die Linienbreite. Das Bild zeigt hier die Abhängigkeit der Linienbreite der H-Alpha-Linie von der Rotverschiebung. Eine Stichprobe von über 200.000 Galaxien aus der SDSS-Datenbank bilden die Punktmenge des Verhältnisses von Linienbreite zu Linienhöhe als ein offenes Dreieck ab, obwohl laut Doppler-Effekt ein Rechteck zu erwarten wäre. Das bedeutet, dass es im optischen Medium des Kosmos über die riesigen Entfernungen zu einem Energieverlust kommt.
Eine Wirkung des Doppler-Effekts ist nur bis zu einer Rotverschiebung von 0,0033 zu erwarten, da neutrale Massen im Ionenstrom kaum über 1000 km pro Sekunde kommen. Das folgt aus den Erhaltungssätzen von Impuls und Energie. Eines der wesentlichen Charakteristika des Urknallmodells ist seine Zentralsymmetrie. Physiker betonen bei jeder Gelegenheit die Symmetrie ihrer Gleichungen als Ausdruck des Göttlichen und der Schönheit. Eine Explosion wie der Urknall ist zentralsymmetrisch, aber unsere Erfahrung lehrt uns, Explosionen zerstören. Alle Kraft geht von einem Punkt aus. Wie sie eine Explosion mit einem Schöpfungsakt in Verbindung bringen, ist rätselhaft, da Gott im ersten Buch Moses bereits 2 Tage für die Schaffung des Weltalls benötigte und dabei offensichtlich nicht auf Symmetrie setzte. In der Antike wusste man offensichtlich, dass die Schöpfung ein zeitintensiver Prozess ist. Abgesehen von der netzartigen Struktur der Verteilung der sichtbaren Massen bewegen sich alle kosmischen Objekte schraubenförmig entlang einer zentralen Achse. Die Bewegung erfordert 3 aufeinander senkrecht stehende Kräfte. Das leistet Newtons Gravitationsgesetz nicht. Galaxien sind durch Filamente von leuchtenden Gasen miteinander verbunden. Wenn man aus dem Weltall des Nachts auf die Erde blickt, hat man ein ähnliches Bild vor Augen. Der Kosmos erweckt den Anschein, als wäre er ein riesiger Lampenladen. Dabei fällt auf, dass die Sterne aus schweren Atomen bestehen, die ein ausgeprägtes thermisches Spektrum erzeugen, und zwischen ihnen Gase vorkommen wie Wasserstoff und Stickstoff, auch Sauerstoff, die ein ausgeprägtes Linienspektrum zeigen. Dagegen kommen Elemente wie Helium und Lithium eher selten vor, wie die Spektren von Galaxien aus der SDSS-Datenbank zeigen. Aus den Widersprüchen des Urknallmodells wird ersichtlich, dass das, was wir für Wahrheit hielten, nur eine Bewertung ist. Eine Bewertung, die sich aus dem Wissensstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts ergab. Die Physiker glaubten, die alten Ideen nur noch vertiefen zu müssen, die Grundstrukturen hätten sie erkannt. In den letzten 100 Jahren hat sich unser Horizont gewaltig geweitet, nicht zuletzt durch die Erfolge der Weltraumtechnik in den letzten 60 Jahren, basierend auf der Raketentechnik und der Mikroelektronik. Wir sind heute in der Lage, die Erde, das Sonnensystem, ja selbst unsere Galaxie von außen zu betrachten. Wir erkennen, dass der Kosmos ein offenes System von miteinander verbundenen Untersystemen ist. Es ist an der Zeit, ein neues Modell zu entwerfen, das den neuen Erkenntnissen Rechnung trägt. Unterstützt durch die katholische Kirche hat sich eine Physik-Elite etabliert, die ein geschlossenes System bildet, eine Sekte, deren Trachten darin besteht, die Wissenschaft im Geiste der Lehre von vor 100 Jahren zu erhalten. Würden sie sich zu einem anderen Konzept bekennen, müssten sie ihren Irrtum eingestehen. Damit fürchten sie, verlören sie ihren mühselig erworbenen Einfluss. Deshalb wurden die Pierre-Gruppen erfunden, die unmittelbar über die Reinhaltung dieser Wissenschaft im Dienste des Glaubens an einen unsichtbaren Gott wachen sollen. Seit 1990 ist Byron of Ludlow, besser bekannt als Martin Rees, als Wächter über den göttlichen Kosmos von der Päpstlichen Akademie eingesetzt. Natürlich ist er nicht nur Mitglied in vielen internationalen physikalischen Institutionen, sondern produziert auch monatlich mindestens eine Veröffentlichung. Seine besondere Spezialität sind die Multiversen, als ob ein Unfug nicht genügen würde. Na, dann lasst uns doch dieses katholische Versum verlassen und zur logischen und klassischen Physik von Vor-Lemaitre zurückkehren. Vielleicht kann man daraus im Sinne Nobels einen Nutzen für die Gesellschaft ziehen. Doch das werden wir in der nächsten Folge tun. Bleiben Sie schön kritisch. Bis bald.